In dieser Folge werden wir auf die möglichen Erbauer der Anlage der Bucegi-Berge eingehen. Wir vermuten sehr, dass die Erbauer dieser Anlage Riesen gewesen sein mussten, da die Tische in der Projektionshalle eine entsprechende Größe aufweisen. Nun gab es auch Ausgrabungen und Bauvorhaben rund um die Bucegi-Berge und in ganz Rumänien. Und man fand tatsächlich Überresten von humanoiden Skeletten von enormer Größe. Schnell wurden Organisationen aufmerksam und versuchten, das Ganze zu vertuschen. Die Überreste wurden entweder zerstört oder von gewissen Gesellschaften entfernt und in geheimen Lagern eingelagert. Der Grund: die Öffentlichkeit sollte nicht erfahren, was man dort entdeckte, denn dies könnte das Weltbild und die Weltgeschichte total auf den Kopf stellen. Obwohl man auch in alten Schriften, die bekannteste ist hier sicherlich die Bibel, Hinweise finden kann, dass einst Riesen existiert haben, wird dieses Thema weitestgehend in die Ecke gedrängt. Alles wird verleugnet und ins Lächerliche gezogen und man streut gezielt Desinformationen, um die Menschen im Irrglauben zu lassen, dass Riesen nie existierten. Die Frage ist, warum wird überall auf der Welt versucht, die Existenz von Riesen und ihr sehr großen Einfluss auf die gesamte Weltgeschichte zu verstecken? Vor welchen daraus resultierenden Erkenntnisse für die Menschheit fürchtet sich die Weltelite? Was ist so schlimm daran, dass es einst solche Riesen gab? Da es einfach nur an der Größe gelegen hat, ist kaum vorstellbar, denn wir wissen ja, dass es auch heute noch sehr große Menschen gibt, die aller Wahrscheinlichkeit nach noch diese Gene in sich tragen, dies aber in den meisten Fällen als bedauerlicher Gendefekt angesehen wird. Es muss also einen Grund dafür geben. Wir wollen euch in dieser Folge einige Fallbeispiele geben, wie das Auffinden von diesen Skeletten meistens vonstatten ging und was danach mit ihnen passierte, und wir werden euch auch den historischen Hintergrund etwas näher bringen. Beginnen werden wir mit dem Fall eines heute 80-jährigen Rumänen, der auf ein solches Skelett stieß. Jeder hat schon von den riesigen Gestalten in der Legende gehört, die manchmal Zyklopen oder Orga genannt werden. Diese Riesen wurden im Allgemeinen als Wesen dargestellt, die so groß waren, dass die Erde bebte, wenn sie liefen. Offenbar handelt es sich dabei nicht um bloße Märchenfiguren, denn ihre Überreste wurden überall auf der Welt gefunden. Die Existenz ihrer Zivilisation ist bis heute ein Rätsel und es gibt sogar eine Art Geheimhaltung, ein stillschweigende Übereinkunft, alle Beweise für ihre Existenz unter der Oberfläche zu verbergen. In den 40er Jahren überwachten Archäologen die Ausgrabung eines Staudammes in Rumänien. Die Ausgrabungen dienten der Suche nach unschätzbaren Artefakten in den Ruinen der einst größten Zitadelle. Die Einheimischen führten die meisten Ausgrabungen durch und waren sehr froh, in dieser harten Zeit etwas dazu zu verdienen. Zu ihnen gehörte Ionita Florea, ein Mann in den 80ern. Er war derjenige, der einen riesigen Schädel ausgrub, 2- oder 3-mal so groß wie ein gewöhnlicher Schädel. Als er den Archäologen den Fund präsentierte, wurden die Arbeiter sofort abgezogen und die Forscher nahmen die Ausgrabungen wieder auf. Die Ergebnisse wurden auf Lastwagen verladen und unter strengen Geheimhaltung weiter transportiert. Am Ende der Ausgrabung hatten sie etwa 80 Skelette gesammelt, die meisten davon vollständig. Sie haben auch riesige Wachsgefäße gefunden, die mit Körnern gefüllt waren. Bis heute weiß niemand, wo sich diese riesigen Skelette befinden. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. In den letzten Jahren entdeckten die Dorfbewohner beim Anlegen einer Apfelplantage die Überreste eines Riesen. Und in diesem Fall war es die Größe der entdeckten Schädel, die alle verblüfften. Neben den vollständigen Skeletten fanden die Dorfbewohner auch Keramikfragmente, Schmuck und große Metallstatuen von 0,90 Metern Höhe. Ein Archäologenteam kam an die Stätte, führte Ausgrabungen durch und verschwand dann. Es wurde keine einzige öffentliche Erklärung abgegeben und die Anwohner weigerten sich, über die Ereignisse nach der Bekanntgabe der Entdeckung zu sprechen. Sind sie zum Schweigen gebracht worden? Ist dieses Ereignis Teil einer viel größeren Verschwörung? Es gibt viele Legenden über Riesen in dieser Gegend. Der örtlichen Folklore zufolge lebten in den Bergen und Wäldern um Skajeni Riesen.
In der Tat wurden riesige Throne in den Bergen gefunden, in einem Gebiet, das für normale Menschen unzugänglich ist. Die Legende besagt, dass es im Berg 2 riesige unterirdische Stollen gibt, in denen die alten Schätze der Riesen aufbewahrt werden. Könnten diese Legenden näher an der Wahrheit sein, als man bisher glaubte? Wenn Sie was finden würden, welche Geschichten würden Sie erzählen? Im Jahre 2009 begann ein Nachrichtensender in Rumänien eine Untersuchung über Riesen und geheime Tunnel in den Bucegi-Gebirge zu untersuchen. Während die Sendung des Nachrichtensenders ausgestrahlt wurde, erhielten sie einen Live-Anruf von einem Mann, der sich weigerte, seine Identität preiszugeben. Die Journalisten wurden bedroht, damit sie ihre laufenden Ermittlungen einstellen. Wie der geheimnisvolle Mann sagte, hat es die Journalisten mit einem gefährlichen Spiel zu tun. Hör auf, über die Bucegi-Berge zu reden. Informationen wie diese sollten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Es gibt bestimmte Organisationen, die sich mit solchen Fällen befassen. Sie werden uns nicht kennen, sie werden uns nicht interviewen. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Dann legte der geheimnisvolle Mann den Hörer auf und die Verbindung wurde unterbrochen. Die Frage: War dies inszeniert oder ein Fall von Vertuschung im Fernsehen? Die einzigen, die das wissen, sind die Journalisten, die sich aber weigerten, über dieses Thema zu sprechen. Ein interessanter Zufall ist, dass der Luftraum über dem Bucegi-Plateau ein Flugbeschränkungsgebiet ist. Viele Quellen deuten darauf hin, dass die CIA beteiligt ist. Solche Vorfälle passieren überall auf der Welt, wenn Menschen von Entdeckungen riesiger Skelette berichten. Fehlt es eindeutig an physischen Beweisen. Die Behörden treffen zuerst am Tatort ein und lassen eilige abgedeckte Ausgrabungen und Menschen zurück, die sich weigerten, darüber zu reden. Man könnte vermuten, dass in diesen rätselhaften Fällen etwas sehr Merkwürdiges vor sich geht. Funde deren Art wurden nicht nur in Rumänien gemacht, sondern es gab weltweit Ausgrabungen, wo man angeblich Riesenskelette entdeckte. In den 30er Jahren fanden Goldsucher in Australien fossile Abdrücke von riesigen menschlichen Nestern. Die Rasse der Riesenmenschen, deren Überreste in Australien gefunden wurden, wird von Anthropologen als Megaanthropen bezeichnet. Die Körpergröße dieser Personen lagen zwischen 210 und 365 cm. In China wurden anhand von Schädel und Zahnfragmente festgestellt, dass die Riesenschimpansen 3 bis 3,5 Meter groß und 400 Kilogramm schwer waren. Riesige Meißel, Messer und Äxte. Der moderne Mensch konnte kaum mit 4 bis 9 Kilogramm schweren Instrumenten arbeiten. Eine anthropologische Expedition, die das Gebiet 1985 speziell auf den Vorhandensein von Überresten von Riesen untersuchte, führten Ausgrabungen bis in eine Tiefe von 3 Metern unter der Erdoberfläche durch. Und in den Funden fanden die australischen Forscher einen versteinerten Backenzahn. Der Besitzer des Zahns musste mindestens 7,5 Meter groß gewesen sein und 370 Kilogramm gewogen haben. Im Jahre 1971 stieß der Landwirt Stephen Walker in Queensland beim Pflügen seines Feldes auf ein großes Stück Kieferknochen mit 2 cm hohen Zähnen. 1979 fanden Anwohner im Megalontal in den Blue Mountains einen riesigen Baumstumpf, der über die Oberfläche des Baches ragte und auf dem Fußabdruck eines riesigen 5-zähigen Fußes zu sehen war. Die Zehen hatten einen Querschnitt von 17 cm. Hätte der Fußabdruck vollständig überlebt, wäre er 60 cm lang gewesen. Das Ergebnis ist, dass der Abdruck von einem 6 Meter großen Person gemacht wurde. 3 riesige Fußabdrücke von 60 cm Länge und 17 cm Breite wurde bei Malgoa gefunden. Die Schrittlänge der Riesen wurden mit 130 cm gemessen. 1936 fand der deutsche Paläontologe und Anthropologe Larsen Kohl an den Ufern des Elysiumsees in Zentralafrika die Skelette von Riesenmenschen. 12 Barbaren, die in einem gemeinsamen Grab bestattet wurden, waren zu Lebzeiten 350 bis 375 cm groß. Seltsamerweise hatten ihre Schädel schräge Widerhaken und 2 Reihen von oberen und unteren Zähnen. Es gibt Hinweise darauf, dass während des Zweiten Weltkriegs auf polnischem Gebiet ein 55 cm hoher fossiler Schädel gefunden wurde.
Ivan D. Sanderson, ein renommierter Zoologe und häufiger Gast in der in den 60er Jahren populären amerikanischen Fernsehsendung Tonight, erzählt dem Publikum einmal eine interessante Geschichte über einen Brief, den er von einem Alan McShare erhielt. Der Verfasser des Briefes arbeitete 1950 an einem Straßenbauprojekt in Alaska. Er berichtete, dass Arbeiter in einem der Grabhügel 2 versteinerte immense Schädel, Wirbel und Zanderknochen fanden. Die Schädel waren 58 cm hoch und 30 cm breit. Die alten Riesen hatten eine doppelte Zahnreihe und unverhältnismäßig flache Köpfe. Ruben Mandascania, ein unabhängiger Forscher, erwähnt in einem Interview für den Sender Stadt der Giganten, dass er sehr große Knochen gefunden hat. Die Länge der gesamten Skeletts beträgt etwa 4 Metern und 10 Zentimetern. Es gibt noch viele mehrere Berichte über seltsame Knochenfunde. Man bedenke, das ist nur ein Teil von dem, was man bisher überall auf der ganzen Welt entdeckte. So ist die Insel Sardinien ein interessanter Fundort, wenn es um Riesen geht. Denn auf Sardinien soll es einige Skelettfunde geben, die darauf hinweisen, dass Riesen dort existiert haben sollen. Ein Bauernjunge namens Luigi Muscas soll dort in seinen jungen Jahren Riesenskelette entdeckt haben. Auch die Inselbewohner kennen einige Geschichten über seltsame Fremde, die damals die Insel bewohnten. Reisende, die von den Sternen kamen? Die Reisenden, waren es die Riesen, die dann die Welt für eine Zeit lang bevölkerte? Sardinien scheint daher eine sehr interessante Insel zu sein, besonders wenn es um Riesen geht. Und es könnte durchaus sein, dass die Riesen eine Verbindung zu einer außerirdischen Spezies haben. Es ist etwas dran an dem, was wir einst für einen Mythos hielten. Wenn man auf die Insel Sardinien reist, hört man Geschichten von 4,5 Meter großen Wesen, die einst Bewohner dieser Insel waren. Die mündliche Überlieferung des Volkes besagt, dass es seit Tausenden von Jahren diese geheimnisvollen Wesen gibt, die von den Sternen kommen, insbesondere aus dem Sternbild des Orion. Einige glauben, dass sie die Überlebenden von Atlantis waren, andere glauben, dass sie mit den Ägyptern verwandt waren. Sicher ist, dass sie existieren. Es gibt zahlreiche Zeugenaussagen von Bewohnern dieser Insel, die von der Entdeckung der Skelettreste von Riesen in den 1960er Jahren berichten. Luigi Muscas ist einer dieser Zeugen und dieses Zeugnis verdient Beachtung. So berichtet Luigi, der zu dem Zeitpunkt ungefähr 10 Jahre alt war, dass auf dem Familiengrundstück Knochen gefunden waren. Luigi selbst erzählt, dass er als kleiner Junge zusammen mit seinen Schulkameraden ein ganzes Skelett in einer Höhle gefunden hatte. Er und einige andere Schulkameraden gingen in die Höhle und spielten mit diesem riesigen Arm, der an einem 4,5 Meter langen Skelett befestigt war, und zogen an den Sehnen, um zu sehen, wie sich die Finger bewegten. Noch verblüffender war, dass das Dorf Zeuge wurde, wie die Behörden viele Riesenknochen und Skelette von seinem Grundstück und aus nahegelegenen Höhlen entfernten und sie zu Haufen auftürmten. Es war der 18. Februar 1972, als Luigi, wie üblich nach der Schule, die Schafe hütete. Aber als ein Gewitter Luigi zwang, in einer Höhle Schutz zu suchen, fand er dort ein riesiges Skelett, dessen Ausmaße, wie er feststellte, weit über der Norm lagen. Der Kopf war so groß wie ein 26-Zoll-Fernseher, hatte aber eine runde Form. Die oberen Gliedmaßen waren so lang wie er selbst, etwa 1,20 Meter. Was seine Aufmerksamkeit noch mehr erregte, war die Tatsache, dass der Körper mumifiziert zu sein schien. Er hatte noch seine ganze Haut und darunter konnte man die Bänder sehen. Die Haut hatte eine Farbe wie Cappuccino. Nach dem Sturm ging er sofort mit dem Vieh zurück ins Dorf, um seinem Großvater von seiner Entdeckung zu erzählen. Daraufhin bat er ihn, mit ihm in die Ortschaft Corte Casa zu reiten, genau an die Stelle, wo sich die Höhle mit dem Riesen befand. Er erklärte ihm, dass dieser große Mann nichts anderes sei als einer der Vorfahren ihres Volkes, die in der Zeit der verlorenen Stadt lebten. Dann kehrten sie zu den Pferden zurück und er führte ihn zu den Überresten der Stadt, von der er ihm die Legende erzählte. Er erzählte ihm, dass es vor 10.000 Jahren eine Stadt mit 10.000 Bewohnern gab, mit 10 Hofdamen und einem König, der regierte. Es war ein Volk von Seefahrern und Eroberern, das einer hochentwickelten Kultur angehörte. Er zeigte ihm die Überreste der Stadtmauern an einem Ort, den man Tsar Kontisa nennt. Auf dem Weg dorthin zeigte ihm eine Pyramide, die fast völlig verschüttet war und von der nur noch die 2 bis 3 Meter hohe Spitze zu sehen war. Der Großvater erzählte weiter von den Tempeln und zeigte einige von ihnen, die gut erhalten waren, in der Nähe der Nurakeen.
die die Stadt umgaben. Wenn wir im Folgenden von Nuraken sprechen, so sind diese prähistorischen Turmbauten der Bonanaho-Kultur und der nachfolgenden Nuraken-Kultur in Sardinien untrennbar verbunden. Es gibt sie in großer baulicher Vielfalt. Er fragte seinen Großvater, woher diese Leute kämen, und er antwortete, dass sie vom Himmel kämen und dass sie den Mond und die Sterne durch heilige Rituale verehrten und dass der Ort, an dem er die Skelette fand, für diesen religiösen Zweck genutzt wurden. Er war erstaunt und bat um weitere Erklärungen. Dann zeigte er ihm die runden, 7 bis 8 Meter breiten und 40 Zentimeter hohen Plattformen, die sie als Landebahn auf der Erde benutzten. Als sie auf Sardinien ankamen, gab es bereits Bewohner, die wild in Höhlen und Hütten lebten, aber in perfekter Harmonie mit der Natur. Die fremden Leute begannen mit dem Bau von Tempeln, Nuraken und Pyramiden, und nicht nur auf Sardinien, sondern auch auf Korsika, das damals mit Sardinien verbunden war. Er fragte seinen Großvater, wie sie all diese Monumente bauen konnten, ohne moderne Werkzeuge zu benutzen. Und er antwortete, dass sie die Bautechniken kannten, wie man mit Materialien wie Sand und Stein mischt. Sie kannten die Metalle und sie hatten Werkzeug zum Schneiden und Bauen. Er erzählte, dass sie schiffbare Kanäle gebaut haben, die mit dem Meer verbunden sind, und dass sie Eisenringe benutzt haben, um die Schiffe zu verteuen. Er zeigte ihm viele Eisenringe, die in Felsen eingelassen waren und mit dicken Stein zementiert waren. Der Legende nach besaßen sie eine Flotte von 1200 Schiffen, mit denen sie um die Welt reisten und ihre Weisheit und Kultur weitergaben. Ihr Entwicklungsstand war so hoch, dass sie sich mit der Kraft der Gedanken fortbewegten. In diesem Zusammenhang erinnert er sich, dass es an dem Ort namens Sunoku Desafigo in der Nähe einer sehr wichtigen Nuraken im Gebiet der Pauli Arbarei bis 1973 eine steinerne Nachbildung eines dieser Schiffe zu sehen war. Es gab keine Ruderdollen, sondern ein flaches Deck und ein Laderaum, wie bei modernen Schiffen. In der Nähe des Bugs waren 3 Eisenringe in Stein geschlagen. Diese Skulptur, einer steinernen Nachbildung der Bronzeschiffe, die man in vielen Nuraken findet, war 3 Meter breit und 1,50 Meter hoch. Im Jahr 1973 wurde sie abtransportiert. Wer weiß, von wem und wohin? Es ist uns mittlerweile bekannt, dass es auf der ganzen Welt Hinweise gibt, die darauf schließen lassen, dass sie weltweit existiert haben müssten. So gibt es sogar bei den Maya-Kulturen Berichte über sogenannte Riesen. Zumindest wird dort über einen Riesen berichtet. Die Maya haben die mexikanischen Staaten in und um die Halbinsel Yucatan sowie die Länder Guatemala, El Salvador und Honduras seit jeher bewohnt. Und wie die Azteken haben auch sie Legenden über Riesen. Einige glauben, dass der Maya-Herrscher Bacal ein Riese war. Bacals Sarkophag ist über 12 Fuß lang und manche schätzen, dass Bacal bis zu 9 Fuß groß war. Bacals Sarkophag ist berühmt für die auf dem Deckel eingravierten Bilder, die ihn bei der Bedienung von Hebeln und Steuerungen mit einem an seinem Gesicht befestigten Atemgerät zu zeigen scheinen. Dies könnte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass die Riesen doch einst von den Sternen kamen. Oder sehen wir darin etwa das, was wir sehen wollen, und es hat nur für uns den Anschein, dass wir darin einen Astronauten sehen? Einen weiteren Hinweis gibt es auch auf der hawaiianischen Insel. Was die meisten Menschen nicht wissen ist, dass es dort eine Reihe von Katakomben gibt, die viel älter sind als die in Rom. Einem Bericht zufolge sind die hawaiianischen Katakomben, die sich durch das Vulkangestein der Insel schlängeln, ein versiegeltes Lagerhaus mit einer Fülle von Informationen, die auf wissenschaftliche Untersuchung und Forschung warten. Angeblich soll es dort riesige menschliche Überreste in den Höhlen geben. Zu den Funden gehörten 5 riesige menschliche Gestalten, die in Kappatücher eingewickelt waren und deren Kopf und Arme auf den Knie ruhten, bedeckt mit dem trockenen Staub der jahrhundertelangen Gesteinszersetzung und offenbar im Schlaf. So gibt es im hawaiianischen Mythos einen Riesen namens Kana, der auf ungewöhnliche Weise beschrieben wird. Kana war unvorstellbare 731 Meter groß. Er besaß auch eine bemerkenswerte Eigenschaft. Er hatte Arme, die sich aus- und einfahren ließen.
fast wie ein Teleskop. Der mächtige Kana konnte mit gewaltigen Schritten von Insel zu Insel gehen. Er war auch groß genug, um durch den Ozean zu waten, als wäre er ein seichter Fluss. Vielleicht scheint die Angabe auch beträchtlich übertrieben zu sein, jedoch wird sie so in der Geschichte hawaiianischen Kultur überliefert. Ganz besonders sehen wir hier eine Verbindung zu den Anunnakis, denn die Anunnaki waren eine Gruppe großgewachsener sumerischer Gottheiten. Das Wort Anunnaki leitet sich von dem Namen Anu, dem sumerischen Himmelsgott, ab. Einige glauben, dass Anunnaki frei übersetzt diejenigen, die herunterkamen, bedeutet. Auf Gedeih und Verderb ist alles, was mit Anunnaki zu tun hat, untrennbar mit den Pionieren der antiken Astronautentheorie, Zecharia Sitchin, verbunden. Sitchin, der Wirtschaftswissenschaft studierte und einen Abschluss an der Universität London erwarb, war ein selbsternannter Experte für alte semitische und europäische Sprachen. Nachdem er sich selbst das Lesen der sumerischen Keilschrift beigebracht hatte, erfuhr Sitchin in diesen alten Texten schockierende Wahrheiten über die Ursprünge der Menschheit. Sitchin veröffentlichte seine Erkenntnisse in einer Reihe von Büchern, die unter dem Titel The Earth Chronicles bekannt sind. Sein bahnbrechendes erstes Buch in dieser Reihe, Der 12. Planet, wurde 1976 veröffentlicht. Und nur Erich von Däniken, Streitwagen der Götter, hat in der alternativen Forschungsgemeinschaft einen ähnlich großen Einfluss wie Sitchins Werk. Obwohl andere von Sitchin und von Däniken über prähistorische außerirdische Besucher auf unserem Planeten schrieben, legten diese beiden Autoren im Wesentlichen den Grundstein für die heutige Theorie der antiken Astronauten, die durch die Fernsehserie Unseen Aliens von History popularisiert wurde. Interessanterweise begannen beide Autoren den Weg zu den Paten der Theorie der antiken Astronauten als junge Männer, die in der Schule die Bibel studierten. Erich von Dänikens Fragen kamen auf, als Junger die katholische Schule in der Schweiz besuchte. Der in Russland geborene Sitchin wuchs in Palästina auf und studierte als junger Mann die Schriften des Alten Testaments in hebräischer Sprache. Beide Männer hatten Fragen, die ihre Lehrer entweder nicht beantworten konnten oder wollten, und das brachte sie beide auf ihren revolutionären Weg. Was Sitchin betrifft, so bestand seine erste Frage in der Auslegung eines Wortes in dem rätselhaften Versen Genesis. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Auch auf die Gefahr hin, diese Story in eine Abhandlung über Sitchin zu verwandeln, möchte ich einige der wichtigen Punkte seiner Theorie für diejenigen zusammenfassen, die damit vielleicht nicht vertraut sind. Erstens. Die Erde wurde vor etwa 450.000 Jahren von einer außerirdischen Rasse besucht, die auf der Suche nach Gold war. Zweitens. Gold wurde benötigt, um die Atmosphäre ihres Heimatplaneten zu reparieren. Drittens. Ihr Heimatplanet Nibiru genannt, liegt jenseits von Neptun und hat eine elliptische Umlaufbahn, die ihn dazu veranlasst, die Sonne alle 3600 Jahre zu kreuzen. Viertens. Die Anunnaki, wie sie genannt wurden, richteten auf der Erde Bergbauaktivitäten ein. Der Mars dient als Umschlagplatz für Rohstoffe. Fünftens. Schließlich meuterten die Anunnaki Bergleute, so dass sie Sklaven brauchten, um ihre Arbeitslast zu verringern. Sechstens. Die Sklaven waren Menschen, die von den Anunnaki als unterwürfige Rasse geschaffen wurde. Siebtens. Die Anunnaki komponierten ihre eigene DNA mit der eines alten Hominiden und schufen durch einen Prozess der Vereinigung moderne Menschen, die ihnen dienen sollten. Somit ist der Mensch ein Hybrid. Dass die Erschaffung von Hybriden möglich ist, wissen wir aus der Folge von The Real Mystery Files. Achtens. Die Götter der alten Mythologie waren real. Sie waren die Anunnaki. Technologisch gesehen waren die Anunnakis eine fortgeschrittene Art, und es scheint wohl auch, dass sie auch die Erbauer der geheimen Anlage in den Butchigi-Berge sind. Es zeigt, dass sich dadurch langsame Puzzleteile in sich zusammenfügen, und irgendwie ergibt alles einen Sinn,
wenn man die einzelnen Umstände genauer betrachtet. Und nachdem wir einen Abstecher ins alte Sumer und in die Ideologie von Sitchin gemacht haben, ist es nun an der Zeit, zum Thema Riesen zurückzukehren. Eine interessante Geschichte ist auch die Geschichte von der Hernando de Soto-Expedition und hier einmal die Geschichte dazu. Hernando de Soto und seine Gruppe verließen Havanna und segelten zum Golf von Mexiko, wo sie im heutigen Florida landeten. Kurz nach ihrer Landung in Florida trafen de Soto und seine Männer auf extrem große Eingeborene, die 1 Meter größer waren als de Sotos Männer. Der indianische Herrscher war von großer Statur und wurde als ein Indianer von enormer Größe und erstaunlicher Kraft beschrieben. Da de Soto keinen Dolmetscher hatte, um mit den Eingeborenen zu kommunizieren, schickte er 2 Gruppen aus, um Eingeborene zu fangen, die eben diese Aufgabe übernehmen sollten. Eine der Gruppen stieß auf einen weißen Mann, der seit 12 Jahren unter den Indianern lebte. Sein Name war Inan Ortiz. Die Eingeborenen hatten ihn vor langer Zeit gefangen genommen. Ortiz hatte aber Glück, denn alle anderen Mitglieder seiner Gruppe wurden getötet. Aber sein Leben wurde verschont, weil die Tochter des Häuptlings sich für ihn einsetzte. Ortiz schloss sich de Sotos Expedition an und zog nach Norden. Die Expedition zog durch Georgia, Carolina und Tennessee. Von dort aus wendeten sie sich nach Süden, kehrten nach Georgia zurück und zogen in südwestlicher Richtung nach Alabama. Im heutigen Alabama trafen de Soto und seine Männer auf einen mächtigen Häuptling mit dem Namen Tuscaloosa, der einen Botschafter zu ihm schickte. Bei dem Botschafter handelt es sich um Tuscaloosas eigenen Sohn, etwa 18 Jahre alt, aber größer, viel größer als jeder von de Sotos Männern oder den Indianern, die bei der Gruppe waren. De Soto wollte sich mit Tuscaloosa treffen und so brachte der Sohn des Häuptlings die Entdecker zu ihm. Tuscaloosa wartete in einem Dorf, das seinen Namen trug. Tuscaloosa war etwa 40 Jahre alt und 2 Fuß höher als die, die ihn begleiteten, so dass er wie ein Riese aussah. Sein Gesicht, seine Schultern und der Rest seines Körpers entsprachen seiner Größe, und er war groß in den Proportionen, ein stattlicher Mann, der größte, den die bisher in Florida gesehen hatten. Einer von de Sotos Hauptmännern beschrieb Tuscaloosa in einem Buch folgendermaßen: Der Häuptling war ein wahrer Sohn des Anak und überragte seine Männer um Kopf und Kragen. De Soto und seine Männer blieben 2 Tage lang im Dorf Tuscaloosa, bevor sie aufbrachen. Auf der Suche nach Vorräten für seine Armee machte sich de Soto auf den Weg nach Mabila, eine weitere Stadt von Häuptling Tuscaloosa, wo der Häuptling ihm versicherte, dass Vorräte auf ihn warten würden. Der massige Indianerhäuptling begleitete de Soto und die Gruppe und ritt auf einem großen Packpferd. Die Reitpferde der Armee waren zu klein, um sein Gewicht zu tragen. Kein Pferd in seiner ganzen Armee konnte ihn tragen, und als endlich ein robustes Lasttier gefunden wurde, das sein Gewicht tragen konnte, waren die Füße des Indianers fast auf dem Boden. Hernando de Soto und seine Männer landen an der Küste von Florida. Wie sich herausstellte, führte Tuscaloosa de Soto und seine Armee in eine Falle. Ein Kampf entbrannte und viele Indianer kamen aus ihren Verstecken hervor und schossen ihre Pfeile auf de Sotos Truppen ab. De Soto und seine Männer flohen aus der Stadt, formierten sich aber für einen Angriff neu. Es kam zu einer heftigen Schlacht, aus der die Expeditionsgruppe siegreich hervorging und Mabila bis auf die Grundmauern niederbrannte. Nach einem Bericht wurden in der Schlacht von Mabila 2500 Indianer getötet und 200 der Konquistadoren fielen. Nachdem er sich nach der Schlacht von Mabila neu formiert hatte, setzte de Soto seine Expedition fort. Die Truppe marschierte in nordwestlicher Richtung durch Mississippi und Arkansas, bevor sie nach Süden abbog. Diejenigen, die die Reise überlebten, erreichten schließlich Mexiko und kehrten nach Spanien zurück, wo die Expedition als Misserfolg gewertet wurde. Könnte es sein, dass es noch heute Nachfahren von Riesen gibt? Möglicherweise ist das Erbgut immer noch vorhanden. Denn es gibt noch heute in einigen Fällen Menschen, die weit über 2 Meter groß werden. Ärzte würden hier von einem Gendefekt ausgehen. Aber was ist, wenn es hier dabei nicht um einen Gendefekt handelt, sondern einfach nur um rezessive Gene, die einige Generationen überspringen? Vielleicht nur eine vage Vorstellung, was sein könnte, dass im seltenen Fall Menschen dadurch so einen Wachstumsschub bekommen. Und wenn es um sehr große Menschen oder Riesen geht,
dann ist auch Rumänien ein Land, das hier eventuell viele Geheimnisse in sich birgt. Denn Rumänien hat viele geheimnisvolle Orte, um die sich allerlei Legenden und Geschichten ranken, die paranormal zu sein scheinen. Und einer dieser Orte ist die Gemeinde Kosoveni im Kreis Dolj, die nach der letzten Volkszählung etwa 3000 Einwohner zählt. Die Einheimischen berichten von seltsamen Lichtern und Geräuschen sowie dem Gefühl, dass sie von einem Unbekannten im Schatten verfolgt werden. Berühmt wurde Kosoveni durch die Entdeckung der Knochen eines prähistorischen Elefanten, der 2 Millionen Jahre alt ist. Der Elefant wurde in einiger Entfernung in einem ehemaligen Steinbruch gefunden. Die Einheimischen sind darüber jedoch nicht überrascht. Die Dorfältesten erzählen, dass nach den Legenden, die sie von ihren Vorfahren kennen, viele Riesen vom Himmel herabgestiegen sind, denen der Ort so gut gefiel, dass sie beschlossen, hier zu bleiben. Die Giganten lebten in Harmonie mit den Einheimischen, bis sie den Wein entdeckten. Der bajanische Schnaps vernebelte jedoch den Verstand der Riesen. Die begannen sich gegenseitig und die Menschen zu bekämpfen. Daraufhin baten die Einheimischen die Gottheit um Hilfe, die einen Engel schickten. Er nahm das ganze Volk mit auf einen hohen Berg und ließ alles unten im Lande zurück, das überflutet wurde und alle Riesen tötete. An dieser Stelle springen wir kurz zurück zu unserer Folge 2 der Bucigi-Berge. In der Projektionshalle war auch eine Art Schalltafel mit einem roten Knopf vorzufinden, dem man so hieß, es nie betätigen solle. In einer holographischen Übersicht dieser Tafel sah man, wie große Teile Rumäniens überflutet waren und wohin das Wasser nach der Sintflut in Rumänien dann abgeflossen ist. Da unsere Recherchen und die Autoren der Literatur, die wir hier zu Rate ziehen, voneinander völlig unabhängig sind, ist dies ein sehr interessanter Aspekt, der die Übereinstimmung der Berichte bestätigt. Interessanterweise ähnelt die lokale Legende in mancher Hinsicht der Geschichte von der Sintflut Noahs in der Bibel, mit nur wenigen kleinen Unterschieden. Darüber hinaus haben Geologen bestätigt, dass es in der Antike eine riesige Wasserquelle gab, die Mariella Cetic genannt wurde, was bedeutet, dass die Legende der Kosaken ein Körnchen Wahrheit enthält. Doch auch wenn seit der Existenz der Riesen in diesem Gebiet immense Zeiten vergangen sind, haben die Bewohner der Gemeinde Kosoveni stets eine unbekannte Präsenz in der Gegend gespürt, als ob sie von jemandem oder etwas verfolgt würden. Obwohl wir niemanden sehen, haben wir immer ein seltsames Gefühl. Es war, als ob uns jemand folgte und uns analysierte, und vom See her hörten wir alle möglichen Geräusche, wie das Klopfen an einem riesigen Metalltor. Der See, von dem der Einheimische sprach, wurde künstlich auf dem Gelände des alten Steinbruchs angelegt, in dem die 2 Millionen Jahren alten Elefantenknochen entdeckt wurden. Und dass die Riesen in der Gegend wirklich existierten und nicht nur ein Mythos sind, beweist die Aussage eines alten Mannes, der erzählt, dass zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Riesenschädel in der Gegend gefunden wurde. Man erzählt, dass um 1940 ein halber Riesenschädel in der Gegend entdeckt wurde. Ein Deutscher kam aus Bukarest mit dem Auftrag von Anton Eskos Meister, sie abzuholen. Man erzählte, dass nur die Augen einen Durchmesser von 20 bis 30 Zentimeter hatten. Könnte Kosoveni eines der Gebiete gewesen sein, in denen in der fernen Vergangenheit der Menschheit Riesen lebten und genau da dieses Erbgut zu finden ist? Somit scheint wohl einst Rumänien ein Land der Riesen gewesen zu sein. Man findet auch immer wieder riesige Bauwerke, bei denen man auch davon ausgehen könnte, dass diese von Riesen erbaut worden sind. Zum Beispiel, dass die geheimnisvolle Hügel in der Nähe von Fagaras in Wirklichkeit alte Pyramiden sind, die von Riesen gebaut wurden, die vor langer Zeit in Rumänien lebten. Erstaunliche physikalische Phänomene finden hier statt.
in einem Artikel mit dem Titel Die Geheimnisse der Hügel von Sona. Die Legende besagt, dass in der Nähe von Fagaras Riesen mit der Erdoberfläche gespielt haben, ähnlich wie wir im Sandkasten Sandburgen bauen, heißt es in der Legende. In der Nähe von Fagaras gibt es ein abgelegenes Dorf Sona, an dessen Rand sich 7 seltsame Erhebungen aus Erde befinden. Ich zitiere aus dem Artikel, sie nennen sie Gurarezi und sind an sie gewöhnt, als wären sie etwas ganz Normales. Aber bis heute ist es ihnen nicht gelungen, die Geheimnisse der Hügel vollständig zu entschlüsseln. Im Dorf sagt man, wenn man eine Rasierklinge auf die Basis der Hügel legt, schärft sie sich selbst. Es wird sogar geglaubt, dass Wasser, das in denselben Haufen gegeben wird, plötzlich heilende Eigenschaften erhält und dass auch Fleisch dort nicht verrottet. Ursprünglich sollen die Hügel pyramidenförmig gewesen sein, weshalb sie auch unter diesem Namen bekannt sind. Aber im Laufe der Zeit wurden sie durch Regen und Wind abgetragen, so dass sie rund geworden sind. Heute sind sie über 20 Meter hoch und liegen auf 2 parallelen Linien am Rand einer etwa 1 Kilometer langen Terrasee. Eine der am weitesten verbreiteten Legenden des Ortes besagt, dass einige Riesen aus den Bergen kamen, aus den Tälern des Fagaras und den mit Schlamm gefüllten Oltul überquerten, den sie dann am Rande des Dorfes Sona aufschütteten. Eines der persönlichen Meinung besagt, dass es sich um ehemalige Pyramiden handelt, die von Menschenhand geschaffen wurden. Dieser Pyramideneffekt ist wohl bekannt, denn jedes Metallobjekt, Messer, Axt, Klinge und so weiter schärft sich im Innern einer Pyramide oder in der Nähe der geometrischen Form. Dies sind Energien, die noch nicht ausreichend untersucht wurden. Ich frage mich jedoch, warum die Archäologen diese Hügel nicht weiter erforschen. Wie alt sind sie? Ich vermute, dass sie Tausende von Jahren alt sind, wie die alten ägyptischen Pyramiden. Interessant ist auch die Legende von den Riesen, die bei der Entstehung dieser Pyramide mitgewirkt haben sollen. Dies beweist einmal mehr, dass viele der Pyramiden der Welt von alten Riesen gebaut wurden, die vor der biblischen Flut auf der Erde lebten. Wo aber sind die ganzen Überreste dieser Riesenmumien geblieben? Oder warum wurden viele dieser Riesenknochen eingesammelt und sind auf mysteriöse Weise verschwunden? Zu den Riesenknochen gibt es ein Indiz, dass die Knochen von Riesen gesammelt und zu Pulver zermahlen wurden. Die Knochen von Riesen hatten in vielen Kulturen einen medizinischen und zeremoniellen Wert. So seltsam dies auch erscheinen mag, so ist es doch nicht ohne Präzedenzfall. Die Verwendung von Mumien als Medizin war einst weit verbreitet, wie ein Zeitungsartikel von 1887 zeigt. Zu den Standardmedikamenten, die in den medizinischen Büchern von Nürnberg vor 200 Jahren zitiert werden, gehören Teile von einbalsamierten menschlichen Körpern, die aus der Nähe von Memphis in Ägypten gebracht werden, wo es viele Körper gibt, die seit mehr als 1000 Jahren begraben sind, die mit teuren Salben einbalsamiert wurden und stark nach Myrrhe, Aloe und anderen wohlriechenden Dingen riechen. Die gelehrten Ärzte Frankreichs, Deutschlands und Italiens machten von diesen exzentrischen Medikamenten regen Gebrauch, so ein Autor des 19. Jahrhunderts. Und im 17. Jahrhundert gab es heftige Beschwerden über ihre Verfälschung. Der Chefapotheker des französischen Königs berichtet, dass der Arzt des Königs nach Alexandria reiste, um sich selbst ein Urteil über die Angelegenheit zu bilden. Und nachdem er sich mit einem jüdischen Mumienhändler angefreundet hatte, wurde er in dessen Lagerhaus eingelassen, wo er stapelweise Leichen sah. Er fragte, welche Art von Leichen verwendet und wie sie zubereitet wurden. Der gute Mann teilte ihm mit, dass er alle Leichen nehme, die er bekommen könne, unabhängig davon, ob sie an einer Krankheit oder eines natürlichen Todes gestorben sind. Er balsamierte sie mit den Essenzen verschiedener Dinge, wie Myrrhe, Aloe, Pech und Gummi ein, und schickte sie dann nach Europa.
Die Mumienpraxis blieb lange in Mode, und wir wissen, dass sogar Franz I. von Frankreich stets eine gut gefüllte Hausapotheke bei sich trug, deren Hauptbestandteil Mumienpulver war. Ein Reisender berichtet auch, wie einer seiner Freunde in den Gräbern von Gizeh ein sorgfältig verschlossenes Glas fand, das er öffnete und feststellte, dass es so ausgezeichneten Honig enthielt, dass er nicht widerstehen konnte, eine große Menge davon zu essen, und kaum in seiner Schlemmerei gestoppt werden konnte. Daraufhin untersuchte er weiter und fand den Körper eines altägyptischen Babys, in gutem Zustand und mit Juwelen geschmückt. Er berichtet nicht, wie er diese Mahlzeit im Nachhinein genossen hat. Stellen Sie sich vor, Sie speisen von der honigsüßen Essenz eines Pharaonenbabys. Sogar die Leichenhüllen wurden als Papier verwendet. Mumien wurden verkauft und die Körper zu Pulver gemahlen und als Allheilmittel vermarktet. Echte Mumien sind im Handel eher selten, jedenfalls nicht im Überfluss vorhanden. Abgesehen von einigen außergewöhnlichen Funden sind sie seit mehreren hundert Jahren selten geworden. Künstliche Mumien sind schon lange auf dem Markt, und das obwohl die ägyptische Regierung solche Erfindungen seit langem ablehnt. Es gab eine Zeit, in der Mumienfabriken einen guten Gewinn einfuhren. Sie stellten diese Art von Pulver nicht so sehr für Kuriositätenliebhaber her, sondern eher für angeblich medizinische Zwecke. In vielen Teilen Europas waren Mumienpulver einst der letzte Schrei bei bestimmten Leiden und Unfällen. Das Mumienmaterial wurde von den Märkten am Nil importiert, zerkleinert und pulverisiert. Und die Nachfrage für Mumienpulver, Pillen und Abkochungen war so groß, dass der Markt mit der Produktion nicht nachkam, so dass einige hebräische Händler, die sich auskannten, heimlich Mumienfabriken errichteten, um die ständige Nachfrage zu befriedigen, und den fiktiven Artikel zu Schleuderpreisen zum Verkauf anboten. Im Großen und Ganzen waren die nachgeahmten Waren genauso ein Placebo wie die echten, aber ihr Betrug wurde rechtzeitig entdeckt und der Handel unterbunden. Später kamen alle Mumienmedikamente aus der Mode und seither floriert das Geschäft mit den Fälschungen nicht mehr so stark. Mumienpulver wurde auch mit Öl gemischt und als Farbe verkauft. Die Wohlhabenden in Amerika verwendeten sogar gemahlene Mumien als Dünger für ihr Gras. Wir fragen euch, könnten die Knochen von Riesen so begehrt gewesen sein wie Mumien bei den Wohlhabenden vor 200 Jahren? Es ist schon erstaunlich, dass Menschen sowas tun können. Dass sie aus Mumien und Leichen eine Art Pulver herstellen, um dies dann für medizinische Zwecke zu nutzen. Das grenzt schon mehr an eine Art von Ritual. Es hat den Anschein, dass unter den alten antiken Herrschern auch ein höheres Wissen vorhanden war. Sie wussten, dass die Riesen einst von den Sternen kamen und dass diese Riesen einst ein Wissen besaßen, was weit über den Verstand des Menschen hinausging. So entstand auch ein gewisser Aberglaube, indem man mumifizierte Riesenknochen zu einem Pulver verarbeitete, in der Hoffnung, dass sie heilende Wirkungen zeigten. Somit könnte es auch möglich sein, dass die Riesen, die in der Zeit vor der großen Sintflut lebten, die Erbauer von Pyramiden und Megalithen waren. Am 16. Mai 2009 zeigte das italienische Fernsehen in einer von Robert Jacob geleiteten Sendung mit dem Titel Voyager einen Bericht über die Cheops-Pyramide. Der Moderator erklärte, dass im Inneren der Pyramide 24 Gräber aus Granitstein gefunden wurden, in denen sich ebenso viele Riesenmumien befanden. Der Moderator sagte, dass die Gräber der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden könnten, aber äußerte erste Zweifel an den anerkannten historischen Fakten und man könnte daraus schlussfolgern, dass die Pyramiden eventuell doch von Riesen gebaut wurden. Alberto Angela zeigt in einer Sendung seines Programmes Ulysses, die immer bei den Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau gedreht wurde, eine über 5 Meter lange Mumie, die in einem rosa-weißen Sarkophag aus Granit aufbewahrt wurde. Ich persönlich weiß nicht,
ob es in Ägypten geologisch gesehen Granitformationen gibt. Man kann jedoch mit absoluter Sicherheit sagen, dass Sardinien reich an derartigen Gesteinsformationen ist. 1997 sah man in einer Nachrichtensendung im italienischen Fernsehen, in der Bilder gezeigt wurden, die von einem Schweizer Privatmuseum aufgenommen worden waren. 48 Giganten, teils Skelette, teils Mumien. Und wir können heute noch sehen, dass es große antike Bauwerke gibt, die uns vor einem Rätsel stellen. Wie unsere Vorfahren solche megalithische Bauwerke erschaffen konnten. Waren es wirklich Riesen oder war es eine andere Art von Fremden? Oder wurden sie doch von Menschen erbaut? Und welche Kräfte gehen von diesen megalithischen Bauwerken aus? All dies in der nächsten Folge, wenn es um Megalithen geht.